Was, wenn dein Leben nicht nur davon beeinflusst wird, wer du bist, sondern auch, wo du bist? Was, wenn manche Orte dich innerlich blockieren, zurückhalten und ständig herausfordern, während andere Orte dir dein Herz öffnen, dich mit Menschen verbinden, die dir helfen zu wachsen und dich in deine Kraft und in deine Berufung bringen? Ich bin Matthias und ich habe vor einem Jahr mein Zuhause verlassen, all meine Dinge in 2 kleine Rucksäcke gepackt und bin einfach los und reise seither um die Welt. A, um Astrokartografie zu testen und B, um meine Wahrheit zu finden. Und was in diesem einem Jahr passiert ist, hat mein Leben zu 100% verändert. Und heute zeige ich dir, wie du mit der Kraft deiner Wahrheit auch in deine Gesundheit, in deine Erfüllung und in deine Kraft kommst. Herzlich willkommen bei Alethics. Ja, ich bin hier gerade auf Bali im Dschungel, wie ihr sehen könnt. Wunderschöne Bali-Natur und ein wunderschönes naturnahes Haus. Sieht aus wie so ein Vogelnest, das sich wunderschön hier in diese Natur einschmiegt. Es ist rein aus Bambus und aus Holz designt und Stein und ist einfach ein Traum. Aber viel wichtiger ist der Grund, warum ich Moorea gerade verlassen habe. Denn genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Denn es gibt nicht den perfekten Ort. Es gibt Orte, die helfen uns, bestimmte Anteile und Qualitäten in uns zu fördern, und Orte, die blockieren uns in bestimmten Anteilen, die fordern uns ständig heraus und die halten uns davon ab, in unsere volle Kraft zu kommen. Und genau deshalb war es jetzt gerade an der Zeit, von Moorea wieder wegzugehen und Richtung Australien, Bali zu gehen. Ich habe ein paar Wochen in Australien verbracht. Und jetzt bin ich hier in Bali. Ich bin auf dem Weg nach Europa, weil ich den Sommer in Europa verbringen möchte. Ich werde zum 2. Mal Onkel und möchte unbedingt zu meiner Schwester und sie besuchen. Also wunderschöne Story. Aber kommen wir zurück zu den Orten, die uns blockieren. Ich habe vor einem Jahr eine Riesenkrise erlebt, wo ich habe mehrere Karrieren in meinem Leben aufgebaut. Ich habe als Schauspieler begonnen, habe dann hinter die Kamera gewechselt, Regie, habe Filme gedreht, produziert für TV, Werbung, Fernsehen und habe mich dann gefragt, okay, weil ich nicht 100% glücklich war damit, was fehlt noch? Und dann war das Thema noch so, ich liebe Autos und ich liebe moderne Technologie. Und dann habe ich begonnen, Elektroautos zu testen und mich dafür zu begeistern und habe damit eine neue Karriere aufgebaut. Und das war ein wichtiger Schritt in meinem Leben, der mir viele Träume erfüllt hat und neue berufliche Möglichkeiten eröffnet hat. Aber ich habe gemerkt mit den Jahren, dass das noch nicht das ist, was wirklich meiner Seele entspricht. Ein Anteil davon, ja, war wahrhaftig, aber es hat noch was gefehlt. Und deswegen kam ich in eine tiefe Krise, um herauszufinden, was ist so wirklich mein Sinn des Lebens. Und dann habe ich beschlossen, das Leben komplett aufzugeben, alles zu verkaufen, Beruf aufzugeben, Wohnung herzugeben, Auto wegzugeben. Habe mich auch von meiner Partnerschaft mit ihr gemeinsam, haben wir uns entschieden, diese Partnerschaft aufzulösen. Und seither habe ich mein ganzes Leben in 2 kleine Rucksäcke gepackt und reise um die Welt. Und mittlerweile ein Jahr her kann ich sagen, das war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens, weil ich dadurch nicht nur den Sinn meines Lebens gefunden habe, ich habe diese tiefe Wahrheit in mir entdeckt und herausgefunden, wie ich anderen Menschen zeigen kann, diese Wahrheit ebenfalls in ihnen zu entdecken. Und daraus ist Alethics entstanden und die Kraft der Wahrheit. Und mit Astrokartografie verbinde ich das deswegen, weil ich gemerkt habe, dass gewisse Orte uns blockieren, gewisse Anteile. Nicht als Ganzes, aber es werden gewisse Lebensbereiche entweder getriggert die ganze Zeit oder blockiert. Und das ist auch der Grund, warum oft Persönlichkeitsentwicklung uns zwar weiterbringt, aber nicht wirklich in diese Kraft, unsere Träume schlussendlich zu erfüllen, weil der Ort, an dem wir sind, uns
immer noch blockiert und sozusagen innere Konflikte erzeugt. Und was wir eigentlich tun müssten, wäre, diese inneren Konflikte zu lösen. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass Astrokartografie die Kraft hat, uns zu helfen, diese inneren Konflikte nicht nur zu identifizieren, sondern auch zu lösen. Und das ist die große Kraft von Astrokartografie. Am Beginn meiner Reise wurde ich genau mit diesen Themen gechallenged, die unsere Partnerschaft nicht mehr wirklich so erfüllt lassen haben. Und das zeigt mir so Bali. Bali ist für mich astrokartografisch ganz extrem in Richtung karmische Verbindungen. Das heißt, wie ich das erste Mal in Bali war, vor Französisch-Polynesien, da haben mich alle Begegnungen genau mit dem Thema gechallenged, warum meine Partnerschaft nicht mehr funktioniert hat. Und ich durfte sozusagen lernen, was in mir noch gefehlt hat, warum diese Partnerschaften nicht funktionieren oder Partnerschaft nicht funktioniert hat. Und dann bin ich weiter nach Französisch-Polynesien. Und Französisch-Polynesien hat, ich möchte gar nicht zu tief ins Detail gehen, aber Sonne-IC-Linie. Das heißt, bedeutet, meine Strahlkraft geht nicht nach außen, sondern nach innen hinein. Und ich durfte, Morea hat mir gezeigt, welches Licht in mir ist und damit welcher Sinn in meinem Leben vorhanden ist und was ich mit dieser Welt unbedingt teilen muss, wo meine Kraft drin liegt. Und ich bin so dankbar, diese Reise angegangen zu sein, um dorthin geführt zu werden, weil Morea hat mir Menschen an die Seite gegeben, die mir genau geholfen haben, diese Blockaden zu lösen und das Herz frei zu machen für das Licht, was in mir steckt. Und jetzt bin ich wieder in Bali und ich bin seit ein paar Wochen wieder hier und es ist anders. Das bedeutet, Astrokartografie schmiegt sich irgendwie an unsere Lebenssituationen an. Ich treffe jetzt hier wieder karmische Beziehungen, aber auf einem ganz anderen Level. Das bedeutet, wenn du gewisse Themen hast in deinem Leben, die dich gerade blockieren, kannst du mit Hilfe von Astrokartografie dir anschauen, wo auf der Welt müsste ich jetzt hin, um genau diese Herausforderung zu meistern, um diese Blockade zu lösen, um wieder vielleicht in ein offenes Herz zu kommen, um mich wieder mehr zu spüren, um das Leben wieder mehr zu spüren, um wieder in die Leichtigkeit, in die Freude hineinzukommen. Das sind alles Möglichkeiten, die uns Astrokartografie gibt. Und das ist das Schöne dran. Was viele nicht wissen, ist, dass, und das ist das Besondere an Astrokartografie, wenn wir zur Astrologie schauen, wird das Horoskop gemacht mit dem Ort, wo du geboren bist und mit der exakten Zeit, wo du geboren bist, also Tag und Uhrzeit. Und was wir von Albert Einstein auch lernen durften, ist, dass Raum und Zeit miteinander verbunden sind. In einem Raum-Zeit-Kontinuum. Also Raum und Zeit sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern ein und dasselbe. Und da wird es spannend. Das bedeutet nämlich, wenn wir den Ort wechseln, verändern wir damit auch etwas in den Umständen unseres Lebens. Das bedeutet, auch astrologisch kann man sehen, dass das Horoskop sich verändert, wenn wir unseren Wohnort oder Geburtsort weit genug verlassen oder uns weit genug davon entfernen. Wir können einen anderen Aszendenten bekommen, die Planeten rücken in andere Häuser und wir spüren andere Anteile in uns selbst. Es heißt nicht, dass du plötzlich ein anderer Mensch wirst, denn dein Ursprungshoroskop, das wirkt weiterhin. Jedoch haben Orte auf 2 Dimensionen Wirkung auf uns, durfte ich lernen. Erstens, die Energie des Ortes an sich, also Österreich, Deutschland, Schweiz, Mitteleuropa, hat eine bestimmte Energiequalität. Wir können das sehen an Temperatur, an der Struktur, wie Menschen dort Systeme erschaffen. Das hat etwas zu tun mit der Ortsqualität an und für sich. Und das zweite Thema ist individuell. Das heißt, das erste Thema, das ist für alle gleich. Nicht individuell, sondern für Bali. Bali hat eine bestimmte Qualität
Österreich, Deutschland hat eine bestimmte Qualität. Was dazu führt, dass Menschen in Österreich und Deutschland ein System in der Art und Weise aufbauen, wie wir es in Mitteleuropa sehen. Und in Bali sehen wir, dass Menschen eine ganz andere kulturelle Grundstruktur aufbauen, sich anders mit der Natur verbinden, an andere Spirits, Geister und Religionen glauben. Das ist die erste Dimension. Orte haben Energien. Und diese Energien sind mal per se kollektiv gleich für jeden Menschen. Aber was dazu kommt, ist die zweite Dimension. Und das ist Astrokartografie. Das bedeutet, dein Horoskop verändert sich an jedem Ort und damit begegnest du verschiedenen Anteilen in dir selbst an verschiedenen Orten. Und das ist das Geheimnis, warum manche Orte uns in gewissen Themen blockieren, aufhalten, zurückhalten, ständig herausfordern und challengen und andere Orte uns genau dabei helfen können, dieses aktuelle Thema, das wir gerade haben, loszulösen, zu lockern, vielleicht sogar zu meistern. Und Menschen zu treffen, die uns führen, wo wir sehen, wow, dieser Mensch hilft mir gerade genau bei dem Thema, was es gerade gibt zu lösen. Wenn du mehr über dieses Thema wissen möchtest, dann schau mal auf meine Website alethix.com/astrokartografie. Da findest du mehr Informationen darüber und das spezielle Angebot für dich, dass ich mit dir in eine Mentoring-Session gehe und dir zeige, wie du die aktuellen Herausforderungen, die du gerade verspürst, woanders auf der Welt vielleicht auflösen und meistern kannst. Ich bin Matthias und ich reise seit einem Jahr um die Welt, um Astrokartografie zu testen und um meine Wahrheit zu finden. Und nach einem Jahr bin ich überwältigt und voller Freude und Dankbarkeit, dass das Leben mir mit jedem Schritt gezeigt hat, welche Wahrheit, welches Licht in mir steckt. Und dieses Licht und diese Wahrheit möchte ich mit dir und mit der Welt teilen, weil ich denke, dass es wichtig ist für unsere Gesellschaft, dass wir eine gesündere und erfülltere Art und Weise finden, zusammenzuleben und dieses Leben zu meistern. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare damit. Ich werde sie persönlich beantworten. Du kannst meine Reise und Arbeit für eine gesündere Gesellschaft auch unterstützen unter diesem Ko-Fi-Link hier. Und wenn du mehr Videos wie diese sehen möchtest und auch in deine Kraft der Wahrheit kommen willst, dann abonniere gerne den Kanal, aktiviere auch die Glocke, damit du kein Video mehr dazu verpasst. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Alethische Grüße, bis dahin.